Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einem SGT Swiss Gold Treuhand Video zum Thema Gold und zum Goldpreis. Werden die Preise am Markt manipuliert? Das ist die Frage heute, mit der wir uns beschäftigen möchten. Hierzu möchten wir uns den Wechselkurs der letzten Tage ansehen und was Leerverkäufe damit zu tun haben könnten. Der Goldpreis ist die letzten 6 Monate eigentlich konstant angestiegen, allerdings die letzten Jahr am 28. Februar, am 19. und am 24. März, wie Sie hier in diesen 2 roten Kästchen sehen können, sind hier extreme Ausschläge zu beobachten. Womit könnte das zu tun haben? Am 24. Februar sehen Sie $1.659 die Unze. Eine Unze sind 31,10 Gramm Feingold. Hier haben wir einen Preis, der bis zum 28., also innerhalb von 4 Tagen, um $80, also knapp 5%, gefallen ist. Das hat natürlich an den Märkten Ängste provoziert und viele Leute, die in Panik geraten sind, haben hier angefangen, ihr Gold zu verkaufen. Das hat den Preis auch nochmal gedrückt. Die Antwort hat aber nicht lange auf sich warten lassen. Vom 28. Februar, also wo wir bei 1,578 waren, die Unze, bis zum 9. März 2020 hat sich der Goldpreis erholt. Es gab eine starke Antwort, eine viel stärkere Antwort, als der Goldpreis gefallen ist. Knapp um $100 ist der Goldpreis wiederum gestiegen. Das ergab eine Steigerung um 6,31%. Ja, erhebliche Kursschwankungen am Goldmarkt. Was ist hier los, liebe Leute? Allerdings war das noch nicht das Ende der Fahnenstange. Am 9. März 2020 haben wir wieder einen Verlust, den wir seit 30 Jahren nicht mehr gesehen haben. Pro Unze haben wir um $205 an Wert verloren. 12,21% ist der Goldpreis in den Keller gerauscht. Unglaublich. Am 19.03. haben wir hier einen sehr, sehr niedrigen Stand von $1.473 die Unze erreicht. Die Antwort auch hier wiederum ließ die Schlange auf sich warten. Schauen Sie, am 25. März wieder die Erholung. Wieder eine sehr, sehr starke Antwort von Gold, 11,29% Anstieg, $166, also extreme Verwerfungen am Goldmarkt. Was ist denn hier los? Unglaublich. Wird der Goldpreis manipuliert? Und wem könnte dieser Goldpreis von Vorteil sein? Lassen Sie uns mal hierzu Leerverkäufe und Hebel ansehen. Der Goldpreis fällt um 12,21%. Jeder normale Bürger, der hier Gold besitzt und das Gold dann verkauft hätte, hätte hier, also wenn er im schlimmsten Fall im Worst-Case-Szenario für 16,78 gekauft und für 14,73 verkauft hätte, hätte hier einen Realverlust von 12% erlitten. Machen wir mal ein Beispiel. Sie haben natürlich hier keinerlei Steuern. Das nehmen wir jetzt einmal als Beispiel an. Sie haben hier 100.000 Euro, kaufen für 100.000 Euro Gold und innerhalb von nur 10 Tagen durch die ganze Massenhysterie, durch die ganze Panik verkaufen Sie das Gold und kriegen nur noch knapp 88.000 Euro zurück. Sie realisieren hier einen Wertverlust von 12.000 Euro. Unglaublich, unglaublich, was hier los ist. Gibt es denn hier keine Möglichkeit, an fallenden Kursen Geld zu verdienen? Also rein mathematisch gesehen ist das eigentlich nicht möglich. Minus heißt Minus. Es ist weniger wert. Aber es gibt die Möglichkeit, auch an fallenden Kursen zu partizipieren. Und hier kommen wir genau zu Leerverkäufen. Leerverkäufe sind Finanzinstrumente. Mit diesen können Sie am Markt Produkte verkaufen, die Sie gar nicht besitzen, in der Hoffnung, sie dann am Markt wiederum günstiger zurückzukaufen und einen Kursgewinn zu erzielen. Gut, was hat das mit dem Goldkurs zu tun? Wir machen mal ein Beispiel. Mal angenommen, Sie haben ein Haus. Das Haus möchten Sie gar nicht verkaufen. Sie vermieten einfach das Grundbuch an einen schlauen Mieter, der das Haus verkaufen möchte. Natürlich sagen Sie, mein Lieber, ich will das Haus gar nicht verkaufen, kannst du mir eine Sicherheit bieten? Und Sie machen einen Vertrag und erhalten hierfür eine Sicherheit. Das heißt, das Haus ist abgesichert. Sie vermieten das Grundbuch gegen eine Gebühr und der Mieter verkauft Ihre Immobilie nicht physisch auf dem Papier mit dem Ziel, es zurückzukaufen. Er möchte natürlich das Objekt zu marktgerechten Preisen verkaufen, in der Hoffnung oder mit dem Plan, dass er weiß, dass in Zukunft die Preise fallen, dass er das Haus günstiger zurückkaufen kann. Hieraus resultierend würde er eine Rendite erzielen und würde dann, nachdem er den Gewinn eingesteckt hat, ihr Grundbuch Ihnen zurückgeben und natürlich Ihnen eine Gebühr hierfür zahlen.
Lassen Sie uns ganz doch mal in Zahlen ansehen. Das Haus, mal angenommen, einen Wert von 500.000 Euro, haben Sie an einen findigen, schlauen Geschäftsmann abgetreten, haben hierfür eine Sicherheit, dass das tatsächlich physisch niemals verkauft wird. Dieser findige, schlaue Geschäftsmann, nennen wir mal Mieter, geht in den Markt und verkauft Ihre Immobilie am Markt für 500.000 Euro. Die Preise fallen, ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, um 50%. Die Immobilie ist immer noch dieselbe Immobilie, aber jetzt mittlerweile nur noch 250.000 Euro wert. Der Mieter, der jetzt 500.000 Euro in der Kasse hat, kauft mit 250.000 Euro das Objekt zurück und hat immer noch 250.000 Euro in der Kasse. Er hat durch fallende Kurse, durch eine Spekulation, das ist eine Spekulation, mehr ist es nicht, hat er hier eine Rendite erzielt. Ihr Objekt, also Ihr Grundbuch wird Ihnen zurückgegeben und Sie erhalten vielleicht hierfür eine vereinbarte kleine Rendite. Somit hat der schlaue Geschäftsmann, der Mieter am Markt, Geld an fallenden Kursen verdient. Was hat das mit uns zu tun? Gut, das Objekt, das Beispiel Immobilie ist natürlich einfach mal jetzt dahergenommen, um einfach das Ganze ein bisschen verständlicher darzustellen. Lassen Sie uns doch mal den Geldmarkt ansehen. Was ist denn hier möglich? Hier eine visuelle, eine schöne Darstellung, was an physischem Gold und was an Papierwerten dagegen steht. Gold hat insgesamt, wie Sie unten sehen, in Dollar einen Wert von 7,8 Billionen US-Dollar. Gegenüber stehen Währungen insgesamt von 7,6 Billionen US-Dollar. Der Aktienmarkt wiegt knapp 68 Billionen US-Dollar. Das globale Geldangebot liegt bei 72, die globalen Schulden bei 217 Billionen US-Dollar. Der Immobilienmarkt, der ja 2008 bekanntlich geplatzt ist, hat sich wundersam erholt, liegt bei 243 Billionen US-Dollar und Derivate, also Geschäfte, Swaps, Future-Geschäfte liegen bei 544 Billionen US-Dollar. Also viel, viel, viel mehr, als es Gold auf der Welt gibt. Sie wissen, bis 1971 gab es ja ein Gleichgewicht auf der Waage. Es gab nur so viel Geld in US-Dollar, wie es Gold gab. Wie Sie sehen, ist hier eine Ungleichmäßigkeit entstanden, die wir hier nochmal in den Zahlen benennen wollen. Wir haben hier Papierwerte, Werte, die über Schuldsysteme entstehen, und wir haben physisches Gold. Das Gold vermehrt sich nicht. Das haben wir mal in Kästchen versucht darzustellen. Wie Sie hier unten rechts sehen, das ist das weltweite Goldvorkommen. Wenn Sie es heute verkaufen würden, 7 Billionen 800 Milliarden Dollar wert. Im Gegenzug dazu sehen Sie 1 Billiarde 151 Billionen 600 Milliarden US-Dollar. Das ist 165 Mal mehr, und das ist auch nur das, was wir wissen, denn die FED veröffentlicht die Geldwerte M3 seit 2006 nicht mehr. M1, M2, das sind Werte, die wir hier heute sehen. 165 Mal mehr wert, das ist das, was wir wissen, als heute physisches Gold überhaupt verfügbar ist. Eine Riesensumme. Okay. Gehen wir mal weiter. Leerverkäufe. Lassen Sie uns doch mal ansehen, wie viel Gold am Markt verkauft wird. Wie Sie vielleicht bereits aus anderen Videos wissen, gibt es am Markt 185.000 Tonnen Gold, was in der Menschheitsgeschichte seit 5.000 Jahren inklusive aller Verluste gefördert wurde. Jetzt lassen Sie uns doch mal ansehen, was im Jahr 2015 gehandelt wurde. In London wurden 1.355.400 Tonnen Gold verkauft, nur im Jahr 2015. Das übersteigt die 7-fache Menge des Goldes, was es am Markt gibt. Wie kann das funktionieren? In den USA wurden 70% dieser Menge verkauft, in China 23%, Japan in den zusammen 6%. Das heißt, es wird ungefähr 7 bis 8 Mal mehr Gold verkauft, als es überhaupt gibt. Aber das kann doch gar nicht sein. Wenn ich ein Haus besitze, kann ich es doch nicht an 8 verschiedene Personen verkaufen. Wie funktioniert sowas? Und genau das funktioniert mit Leerverkäufen, mit Hebeln. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Wie Sie hier sehen, in London, das ganze Gold, was in London liegt, wenn wir das mal auf Papiergold, also Papergold auf Englisch, und Papiergoldsystem und physisches Gold aufteilen würden, sehen Sie sofort, dass nur 5% des Goldes in London physisch hinterlegt ist und 95%
nur Papierwerte sind. Es ist kein Gold, aber die Menschen glauben, dass es Gold ist. In London gehandeltes Gold ist nicht zugeteilt, hat keinen Rechtstitel und ist nur Teil eines fraktioniert getrenntes Papiergoldsystems. Paper Gold. Paper Gold ist nicht zugewiesen, können Sie nicht zuweisen. Es ist kein Barren, da ist keine Nummer drauf. Es hat keinen Rechtstitel. Es ist einfach nur Papier. Nur 5% der Eigentümer in London, die haben zugewiesene Barren mit Barrennummern und haben auch einen Anspruch auf diese Barren. Die 95% haben keinen Anspruch auf diese Barren, die können nur Geld erhalten. Das heißt, im Falle einer Krise ist ja das physische Gold wichtig. Papiergeld hat ja dann überhaupt keinen Wert mehr, damit können Sie dann Wände tapezieren. Aber 95%, also von 20 Personen glauben 19, dass sie Gold haben und nur eine einzige Person besitzt Gold. Und wenn diese Person dieses Gold dort abziehen würde, werden diese 19 auch merken, hey, wir haben da gar kein Gold. Und das ist das, womit man dieses Instrument, das ist das, womit man den Goldpreis so drücken kann. Man kann Gold verkaufen, ohne dass man Gold besitzt. Man kann den Goldpreis extrem drücken, wie Sie hier sehen, zum Beispiel um 12,21% mit Finanzinstrumenten, ohne dass Sie jemals 1 Gramm Gold besessen haben. Kommen wir mal auf das Gold. Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, hat Präsident Trump im Zuge des Coronaviruses mitgeteilt, dass er bereit ist, 500 Milliarden US-Dollar zur Verfügung zu stellen. Jeder wusste, wenn so viel Geld gedruckt wird, in den USA wurden bis 2008 500 Milliarden US-Dollar gedruckt. Mit einer einzigen Entscheidung entscheidet Präsident Trump, dass er so viel Geld druckt wie die USA bis zum Jahr 2008. Das ist eine unglaubliche Menge. Allein die Krise 2008, die Lehman Brothers Krise, wurde mit 700 Milliarden US-Dollar gelöst. Abends ist die Summe nochmal erheblich gestiegen, 1,5 Billionen und tags drauf waren wir schon bei 2 Billionen. Meine lieben Zuhörer, wie Sie sich denken können, wenn so viel Geld gedruckt wird, dann wird der Dollarkurs vielleicht auch ins Straucheln kommen. Viele Anleger werden Angst kriegen und werden in Gold flüchten. Und genau hier hat man vorgebaut. Man wollte den Anlegern zeigen, seht her, Gold ist kein sicherer Hafen, seht her, bleibt im Dollar, vertraut uns. Das war das Ziel. Was wurde hier gemacht? Gold wurde verkauft, obwohl es nicht verkauft wurde. Gold wurde verliehen an einen Mieter, an einen Broker im Wert von 16 Milliarden US-Dollar. Hierfür muss der Broker nur ungefähr 4% Sicherheiten hinterlegen. Das heißt, wenn Sie 640 Millionen US-Dollar besitzen, könnten Sie am Markt 16 Milliarden US-Dollar Gold verkaufen, was Sie gar nicht besitzen. Das wird auch gar nicht verkauft. Ziel ist es einfach nur am Markt über 300 Tonnen Gold zu platzieren. Da Sie ja diese Angst selbst schüren, wissen Sie ja, dass der Preis runtergeht, um kurzfristig dieses Gold dann günstiger zurückzukaufen. Nehmen wir mal einfach jetzt diese 12% Kursverlust als Beispiel. Sie verkaufen für 16 Milliarden Gold. Wenn Sie 12% Kursverlust erleiden am Markt, kaufen Sie es zurück für 14 Milliarden 80 Millionen US-Dollar. Sie haben hier einen Gewinn von 1 Milliarde 920 US-Dollar. Sie haben nur 640 eingesetzt. Das sind über 200% in nur ganz wenigen Tagen. Hier hat man es geschafft, den Markt zu verunsichern. Hier hat man es geschafft, viele Menschen in Panik zu bringen. Hier hat man es geschafft, dass viele Menschen ihr echtes physisches Gold verkauft haben, weil sie Angst hatten, dass der Preis noch weiter in den Keller geht. Der Mieter hat das Gold zurückgegeben und hat hier am Markt eine immense Summe von Menschen verdient, die in Panik geraten sind. Hier muss man aufpassen. Gold ist Geld. Wenn Sie den Spruch von Alan Greenspan kennen, wer Gold hat, hat immer Geld, möchte ich Ihnen hier nochmal dann ein paar Beispiele bringen. Wie bereits gesagt, 200% Rendite innerhalb von nur kurzer Zeit. Die Gold-Performance, schauen wir uns doch einfach mal an, was 300 nach Christus, was Sie mit 2 Aureos Gold, also ca. 18 Gramm Gold kaufen konnten. Wenn Sie ungefähr mal 50 Euro zugrunde legen, sind es ungefähr 900 Euro. Für 900 Euro konnten Sie damals sich schön bekleiden. Heute kriegen Sie für 900 Euro auch einen schönen Anzug. Das heißt, Gold ist eigentlich kein Produkt, was sich im Wert steigert. Gold ist ein Produkt, was ihren Wert beibehält. In 5000 Jahren sind 599 Papierwährungen gekommen, die sind alle weg, auch die Deutsche Mark, die sind alle weg, aber Gold ist immer noch da. Sie konnten 300 vor Christus, konnten Sie sich eine
ja, ein Kriegsschiffchen, sage ich mal, in der Länge von knapp 39 bis 40 Meter kaufen. Und dafür mussten sie nur 2 Talente, also 52 Kilo Feingold hinlegen. Heute können Sie mit 52 Kilo Feingold sich eine kleine Yacht leisten. Gold ist eine Absicherung. Gold ist eine wahre Lebensversicherung. Gold ist kein Produkt, was sich verdoppelt, verdreifacht. Aber Gold sichert Ihr Geld ab. Wenn Sie aber auch zu den Menschen gehören, sagen, ja, ein bisschen Zinsen wären doch nicht schlecht gewesen, dann lassen Sie uns doch mal die Performance von Gold in verschiedenen Währungen ansehen. In US-Dollar haben wir seit 2005 eine Rendite im Durchschnitt von 9,7, in Euro von 11,3. In Zeiten von Negativzinsen ist es eine immense Summe. Wie Sie sehen, ist das im Durchschnitt. Wir haben auch hier rote Zahlen im Euro-Bereich 3 Kurskorrekturen, wo den Menschen wieder Angst gemacht wurde, aber über die Laufzeit gesehen, wenn Sie Zeit haben, wenn Sie Geld haben, worauf Sie einige Zeit, 3, 4, 5 Jahre verzichten können, werden Sie mit Sicherheit mit Gold richtig liegen. Lassen Sie sich Ihr Gold nicht abschwätzen. Gold ist Geld. Alles andere ist Papier und ist nichts wert. Schön, dass Sie mir zugehört haben. Bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao, ciao.